Hallo meine Lieben, heute wieder ein Procreate-Video für euch und wieder ein neues Thema, was wir bis jetzt noch nicht hatten, ist das Erstellen von Animationen in Procreate. Mehr dazu gleich nach dem Intro. Heute will ich euch zeigen, wie ihr ganz einfach in Procreate Animationen oder klein animierte GIFs oder PNGs erstellen könnt und wie der ganze Animationsassistent funktioniert. Wir machen heute noch kein großes Projekt raus, das kommt dann in den nachfolgenden Tagen. Heute ging es wirklich nur darum, euch das Tool an und für sich zu erklären. Heute, wie gesagt, das Thema Animation in Procreate, und Animationen ist eigentlich nichts anderes als ein Daumenkino. Wenn ihr ein Daumenkino anguckt, das besteht aus einzelnen Bildern, und wenn ihr die schnell genug durchblättert, dann bekommt es eine Abfolge und man hat wie einen kleinen Film. Man sagt, bei Animation-Videos sind so, es braucht pro Sekunde zwischen 25 und 30 Bilder, kommt ein bisschen drauf an, wo in der Welt ihr seid. Aber naja, zwischen 25 und 30 Frames pro Sekunde, und dann wird das Ganze flüssig. Das heißt, unser Hirn ist dann fähig, die fehlenden Bilder dazwischen einfach zu füllen. Jetzt, was heißt das für uns, wenn wir Animationen in Procreate drin machen? Ich habe einfach mal einen Canvas angelegt, der eine A4-Seite groß ist. Und da bei den Ebenen, ich habe den Hintergrund, ich habe eine Ebene. Und da gehe ich jetzt kurz hin, um euch das zu zeigen, und füge hier einen Text hinzu. Tatsächlich ist es einfach nur eine Nummer oder eine Ziffer. Und die mache ich jetzt einfach kurz ein bisschen größer oder ein bisschen viel größer. So in dem Stil will ich das haben. Jetzt dupliziere ich das kurz 5-mal und ändere die kurz. Das heißt, ich mache eine 2 draus. Hier mache ich eine 3 draus. Und eine 5. Und dann rastere ich die ganz kurz, damit das nicht mehr ein Text ist, sondern einfach ein Bild. So. Und dann richte ich die auch noch kurz in der Mitte des Canvas aus. So, dann haben wir alle ungefähr in der Mitte. Und jetzt habe ich 5 Ebenen. Das heißt, in Procreate, ich habe 5 Frames, wenn die so sind. Also wenn es einzelne Ebenen sind, dann ist jede einzelne Ebene ein Frame. Wenn ich jetzt hingehe, hier bei den Aktionen auf die Leinwand gehe, da habt ihr einen Animationsassistent. Den schalten wir ein. Dann seht ihr, dass wir hier unten diese 5 Ziffern haben. Und was ich hier machen kann, ich kann jetzt einfach auf Wiedergabe drücken und dann zählt es ganz schnell die Dinger runter. Ich gehe hier kurz auf die Einstellung, da zeige ich euch nachher noch mehr dazu und sage hier, ich mache 5. Ich nehme. Ihr könnt auch auf die Wiedergabe gehen und dann gucken, wie schnell das geht. Nehmen wir ein bisschen runter noch. So. Das ist die Geschwindigkeit. Das heißt, ich habe hier eigentlich schon eine Animation erstellt. Jetzt mache ich hier ganz zu unterst eine neue Ebene
und zeichne da ganz einfach eine schwarze Box. Und die fülle ich aus. Und dann gucke ich, dass ich die da habe, wo die Ziffern unten sind. Das heißt, ich will, dass der untere Teil der Ziffern jeweils durch diese Box abgedeckt ist. Das funktioniert so wunderbar. Warum habe ich das gemacht? Wenn ich das so jetzt stehen lassen würde, das heißt, hier ist es eine eigene Ebene. Wir haben die 5 Ebene plus die Ebene, das ist eine separate Ebene. Wenn ich das jetzt wiedergeben würde, dann würde es die Ziffern zeigen, dann den Boden und dann wieder die Ziffern. Das will ich aber nicht. Ich will, dass dieser Boden hier immer ersichtlich ist. Und da könnt ihr ganz einfach auf das Frame draufgehen, draufbleiben. So. Und beim ersten Frame habt ihr immer die Möglichkeit hier zu sagen, das ist mein Hintergrund. Und wenn ich das jetzt wieder gebe, bleibt dieser schwarze Boden stehen und nur die Ziffern gelten als Animation. So was kann ich am Anfang machen für den Hintergrund und am Ende für den Vordergrund. Das heißt, ich gehe jetzt hier zu oberst hin und sage hier mal, ich möchte das auf den Ziffern im oberen Bereich Punkte drauf sind. Nehmen wir mal was Simples. Das heißt, ich gucke hier von der Farbe her, dass ich auf weiß bin. Und dann nehme ich einen Pinsel, wo ich so Punkte habe. Dann gehe ich kurz auf die Zeichenhilfe. Mache die ein bisschen kleiner. Und sage unterstützendes Zeichnen, dann sollte ich auf meiner Ebene eine Hilfe haben. Und jetzt kann ich quasi hier einfach entlang diese Striche Punkte machen. Ist jetzt nicht super akkurat vom Abstand her und wo das die zu liegen kommen. Es geht mir einfach darum, dass ich so bis im Dreiviertelbereich hier oben Punkte habe. Und dann mache ich die Zeichenhilfe wieder aus. Jetzt gucken wir, was jetzt passiert. Ich gehe wieder auf Wiedergabe. Na, das ist immer ein blankes. Das heißt, hier sind die Punkte. Die will ich jetzt aber eben eigentlich über diesen Ebenen haben und dass die auch immer steht. Das heißt, ich gehe hier auf das letzte Frame und sage hier Vordergrund. Wenn ich es jetzt wiedergebe, bleibt es immer stehen. Das heißt, diese Punkte sind immer über den Zahlen. Das heißt, wenn ich etwas im Hintergrund haben will, dann kann ich beim ersten Frame sagen Hintergrund. Und wenn ich etwas im Vordergrund haben will, dann kann ich beim letzten Frame sagen Vordergrund. Jetzt habe ich gesagt, jede Ebene ist ein Frame. Das hier ist mein Hintergrund, das hier ist mein Vordergrund. Jetzt will ich aber in den Ziffern drinne, mach kurz alle aus bis auf die 1, mache eine neue Ebene drüber und sage, ich möchte hier eigentlich einen Text drüber haben. Text einfügen. Und sage da einfach mal Simple One in weiß. Den platziere ich so. Und den dupliziere ich auch 5-mal. Und den verschiebe ich kurz über die Ziffern jeweils.
Das heißt, ich habe hier bei 1 habe ich das One, bei 2 will ich 2 haben, dann bei 3 will ich haben und so weiter. Ne? Und die rastere ich alle auch kurz. So, jetzt haben wir das. Wenn ich das Ganze jetzt laufen lasse, upsie, ich habe zu viele Ebenen ausgeblendet, sorry. So, jetzt habe ich wieder alles eingeblendet und gehe hier ganz zum Start. Und dann sagen wir Wiedergabe. Jetzt habt ihr immer dieses Blinken zwischendurch und was das Blinken ist, das sieht hier leer aus, weil es per se, es sind die Wörter. Weiß auf weiß seht ihr nicht, aber das ist genau das Thema. Ne? Ich will eigentlich, dass die beiden Sachen zusammengehören, die Ziffer und das Wort, aber es zählt als einzelne Frame. Und das könnt ihr anpassen. Und das ist das Schöne an der neuen Version oder an der neueren Version von Procreate, dass ihr hier die Möglichkeit habt. Vorher war es nur möglich, jede Ebene war ein Frame. Und jetzt habt ihr die Möglichkeit, dass ihr sagen könnt, ich nehme das und das. Das heißt, ich habe eine Ebene markiert, ne? Und bei der anderen swipe ich einfach so rüber. Und dann kann ich hier sagen Gruppe. Und das auch hier für die 2 und für die 3, für die 4 und für die 5. So, und was jetzt passiert ist, dass jede Gruppe ein Frame ist. Das heißt, jede Gruppe ist so ein einzelnes Bild. Nicht mehr die Ebene, sondern wenn eine Gruppe besteht, dann erfolgt die Animation auf der Gruppe. Gucken wir uns an, wie es jetzt aussieht. Jetzt haben wir das Wort jeweils mit der Ziffer. Und das ist genau das, was ich erreichen wollte. Und so habt ihr schon eine ganz einfache Animation gemacht. Wenn ihr jetzt ein Frame verschieben möchtet, dann könntet ihr hier drauf gehen auf das Frame, das so hervorheben oder hochheben und dann da wieder einsetzen, wo ihr es haben wollt. Macht jetzt hier nicht allzu viel Sinn, weil jetzt kommt die 4 vor der 1. Aber einfach, um euch zu zeigen, ne, einfach drauf gehen auf das Frame, hochheben und da wieder einsetzen, wo ihr es haben wollt. So haben wir quasi schon eine einfache Animation erstellt. Jetzt wollte ich euch aber noch ein bisschen mehr sagen, natürlich auch zu den Einstellungen und da gehe ich kurz auf ein anderes Beispiel rüber. Jetzt kommt der Klassiker, wenn man versucht, Animationen zu erklären. Ich bekenne mich schuldig, aber ich finde das Beispiel halt einfach am einfachsten, um euch das zu zeigen. Was habe ich hier gemacht? Ich habe genau gleich wie vorhin eine Ebene gemacht, das heißt hier das Hellbraun, das Dunkelbraun, das ist mein Hintergrund. Und dann habe ich hier oben eine Ebene mit Sträuchern, das ist im Vordergrund. Und dazwischen habe ich 27 Frames mit einem Ball gemacht. Das heißt, genau gleich wie bei den Ziffern habe ich am Anfang einfach einen Ball gezeichnet und den dann x-mal dupliziert. Und dann habe ich mir angeguckt, welchen Pfad ich haben will. Ich mache hier kurz eine neue Ebene, um euch das zu zeigen.
Was ich am Anfang definiert habe, ist, welchen Weg mein Ball nehmen soll. Der soll so reinkommen, dann hier auf dem Boden aufschlagen, aufspringen, bisschen kleinere Kurve, noch eine kleinere und dann wegrollen. Das soll mein Ball machen. Und dann habe ich diese einzelnen Bälle, nachdem ich sie dupliziert habe, habe ich die an die richtige Position verschoben und ich habe sie rotiert. Na, ihr könnt hier übers Rotieren die Rotation verschieben. Ihr könnt auch, wenn ihr auf diesen grünen Punkt von der Rotation draufklickt, könnt ihr sagen zum Beispiel 20% und dann rotiert er um 20%. Oder ihr könnt auch hier zum Beispiel sagen, um 45 Grad drehen und dann macht der quasi einmal die Runde. Was ich jeweils gucke, ist, dass ich ein Original immer behalte, bis ich ganz am Schluss angelangt bin, weil ihr seht jetzt zum Beispiel, hier ist nur eine halbe, ne? Oder ganz am Anfang auch hier die 1. Bei der 1 habe ich geguckt, das geht, der fängt außerhalb des Canvas an, damit man das Gefühl bekommt, der springt ins Bild rein. Wenn ich jetzt so einen Ball nehme und den hier an den Rand verschiebe, dann ist der Moment noch ganz. Wenn ich jetzt aber rausgehe, aus dem Menü raus, dann habt ihr hier nur noch die Hälfte. Und deshalb versuche ich da jeweils am Anfang einfach das Original zu behalten, bis ich alle Ebenen gemacht habe, und so laufe ich auch nicht Gefahr, dass ich mein quasi Design abschneide und dann keinen ganzen Ball mehr zur Verfügung habe. So, jetzt kommen wir mal zu den Einstellungen. Ich habe hier unten, wie auch beim anderen gesagt, das ist mein Hintergrund, und hier habe ich gesagt, das ist mein Vordergrund. Das heißt, das sind die Sträucher und der Hintergrund ist das Braune. Dann habt ihr vorhin gesehen, es gibt eine Wiedergabe und es gibt eine Pause. Dann könnt ihr hier ein Frame hinzufügen, hat eigentlich den gleichen Effekt, wie wenn ich hier einfach eine neue Ebene hinzufüge. Ja, wir sehen jetzt, wir sind bei der 22. Wenn ich jetzt da sage Plus, dann hat es hier unten ein Frame hinzugefügt. Wenn ich das wieder lösche, dann hat es auch dieses Frame hier unten gelöscht. Bei den Animationen konzentriert ihr euch sehr stark auf die Menüführung hier unten. Jetzt haben wir hier Einstellungen. Und bei den Einstellungen kann ich definieren, wie das Ganze ablaufen soll. Ich gehe jetzt hier auf Wiedergabe und ihr seht, der geht durch, hört auf, fängt wieder vorne an. Hört auf und er läuft quasi in der Dauerschleife. Das ist dieses unendlich. Wenn ich sage Ping-Pong, dann würde der, sieht super aus, ist halt nicht so gedacht. Aber was der bei Ping-Pong macht, der geht hier rüber und dann geht er wieder zurück. Und dann geht er wieder hier rüber und wieder zurück. Das heißt, euer Animationsablauf geht einmal nach rechts, einmal nach links, einmal nach rechts, einmal nach links. Dieses Ping-Pong. Und wenn ich sage One-Shot, wenn ich auf Wiedergabe gehe, dann läuft er einmal durch und dann ist fertig. Das sind die 3 Optionen. Jetzt gehe ich nochmal auf Wiedergabe, damit es läuft, währenddessen ich die Einstellungen ändere. Und da könnt ihr jetzt sagen, Bilder pro Sekunde. Ich bin jetzt auf 13 und ihr seht so, es läuft relativ fließend. Wenn ich schneller gehen will, kann ich auf das voll ist 60 Bilder pro Sekunde. Das ist dann schon sehr schnell. Das langsamste ist 1 Bild pro Sekunde, was sehr langsam ist. Und da könnt ihr für euch so ein bisschen suchen, wie sieht es für euch am fließendsten aus. Jetzt gehe ich hier auf Pause und bleibe da mal so auf der Höhe. Und hier habt ihr Zwiebelschichten-Frames.
Das heißt, wenn ich auf keine gehe, ich nehme hier kurz diesen Ball, wenn ich auf keine gehe, dann sehe ich weder das, was vorher, noch das, was nachher passieren wird in der Animation. Wenn ich auf eine gehe, dann sehe ich das, was vorher und das, was nachher. Ein Frame vorher, ein Frame nachher. Bei zwei Frames nachher, 2 Frames vorher. Das ist das, was ihr über die Zwiebelschichten-Frames einstellen könnt, um zu gucken, was passiert vorher und was passiert nachher. Ihr könnt hier auch die Deckkraft einstellen von den Zwiebelschichten. Wenn ich fast ganz runter gehe, dann sehe ich die nicht mehr. Wenn ich ganz hoch gehe, ist fast nicht zu erkennen, welches denn jetzt mein aktuelles Frame ist. Und so sehe ich, das ist mein aktuelles Frame, das ist das vorher. Zum Beispiel. Jetzt haben wir hier unten Primär Frame über Blenden. Und wenn ihr im Moment den Ball hier oben anguckt, das ist das aktuelle Frame, das ist das vorher. Und das vorher wird überdeckt vom aktuellen Frame. Und wenn ich das hier aktiviere, dann wird es so ein bisschen durchsichtig und somit sehe ich auch besser, was vorher passiert. Das ist manchmal hilfreich. Und die andere Option hier ist das Farbe Sekundärframes. Wenn ich das aktiviere, dann werden alle Frames, die vor diesem Frame passieren, rot und alles, was nachher passiert, wird grün. Das hilft manchmal auch so zu sehen, wo ist denn gerade mein aktuelles Frame. Das sind die Einstellungen, die ihr hier machen könnt. Bei den Frames selber, wenn ich jetzt zum Beispiel sagen will, das sind jetzt alles einzelne Frames. Wenn ich jetzt hier wie quasi eine Slow Motion einbauen will, dann kann ich auf das einzelne Frame draufgehen und sagen Haltedauer. Was ich da in der Regel mache, ich gehe eins davor. Und dieser blaue Balken ist das aktuelle Frame. Oder da, wo es, ich muss das Frame dahin schieben, wo der blaue Balken ist, dann ist es das aktuelle Frame. Und jetzt kann ich hier sagen, zum Beispiel, da nehme ich 2. Dann hat es 2 Kopien angelegt. Bei dem Frame, was das Hauptframe wird in meiner Slow Motion, sage ich, halte das für 5 Frames. Dann habe ich 5 Kopien. Und bei dem danach sage ich auch wieder 2 Frames. Und jetzt gucken wir uns an, wie das aussieht, was ich da gemacht habe. Per se müsste es jetzt ganz normal ablaufen und hier müsste es so wie eine Slow Motion erkennbar sein, weil ich mehrere Frames dupliziert habe. Das heißt, ich habe nacheinander genau dasselbe Bild. Der ist so, als ob er fast anhalten würde hier und dann geht er weiter. Das heißt, die 5 Frames sind eigentlich zu viel. Deshalb ändere ich hier die Haltedauer. Machen wir mal 3. Mal gucken, wie das aussieht. Genau den Effekt wollte ich haben. Das heißt, er bleibt hier fast ein bisschen wie stehen. Und dann geht er wieder normalerweise weiter. Und ihr habt schon gesehen, wieder verändern kann ich das. Das eine, was hellere ist, ist das Original-Frames. Die beiden hier sind die Kopien. Kann ich auf das Original drauf gehen und sagen, ich will wieder keine Haltedauer. Und dann löscht es mir quasi die Kopien davon. Bei den Frames selber kann ich dann noch sagen, duplizieren oder löschen. Das sind die Optionen, die ihr hier habt. Jetzt seht ihr beim Ball selber, dass ich den nicht immer rund gezeichnet habe. Das heißt, wenn ihr Sachen animiert, guckt euch die Eigenschaften an, das Verhalten, was dieses Element haben würde, und dann verstärkt ihr das quasi nochmal. Animationen leben davon, dass man quasi Sachen überzeichnet. Ich mache hier ganz kurz die Sträucher weg, damit ihr das so ein bisschen besser seht. Wenn der Ball runterkommt, dann
ist die Form noch normal. Je näher er zum Boden geht, wird er so ein bisschen gestretched. Und dann auf dem Boden wird er quasi zusammengestoßen. Wenn er auf dem Boden aufprallt, wird ja quasi die Unterseite geht ja auf den Boden und deshalb drückt sich der Ball so quasi in den Boden rein. Und wenn er hochgeht, bekommt er auch wieder so diese längliche Form, bis er dann in der Höhe oben wieder rund ist. Und hier komme ich mit einem größeren Fall runter. Deshalb ist dieser Squeeze hier mehr als hier drüben. Das heißt, je weniger Aufschlagkraft das hat, weil hier kommt er ja nochmal von weniger hoch runter, desto weniger wird er dann auch zusammengedrückt, bis er hier hinten dann quasi nur noch rund ist und weiter rollt. Der zweite Punkt, eben genau dieses Rollen. Als ich gesagt habe, ihr könnt die Rotation ändern, wenn der Ball, ihr seht, der dreht hier immer ein kleines bisschen weiter. Das heißt, der hat quasi so einen Drall und damit verstärkt ihr den Effekt nochmal bis hinten dann, wenn er rollt, dann muss der ja natürlich auch drehen. Was ich hier gemacht habe, auch noch, ich habe das erste Frame oder das zweite, das erste ist ja der Hintergrund, das zweite Frame habe ich extra leer gelassen, weil hier ist der Ball schon zur Hälfte drin. Und ich habe versucht, das Ganze ein bisschen besser zu veranschaulichen, indem ich ein Frame leer gelassen habe. Das heißt, er fängt leer an und dann kommt der Ball erst ins Bild. Ansonsten würde er, wenn er hier hinten fertig ist, gleich schon wieder reinkommen. Und so habe ich eine kleine Verzögerung. Und ihr seht den Effekt, den dieser Ball hat. Und so einfach haben wir unsere kleine Animation erstellt. Ich kann dann noch kurz die Büsche wieder einblenden. Und dann habt ihr euren Ball, der ins Bild rein plumpst und dann ein paar Mal aufprallt und dann wegrollt. Und das hinter den Büschen, weil die ja im Vordergrund sind, trotzdem über dem Hintergrund. Ne? So einfach könnt ihr eine Animation erstellen. Und zum Exportieren könnt ihr hier über die Aktionen bereitstellen. Und da habt ihr verschiedene Möglichkeiten, wie ihr das exportieren könnt, als animiertes GIF, als animiertes PNG, MP4, HEVC. Ich in der Regel mache entweder GIF, PNG oder MP4. Und wenn wir zum Beispiel PNG nehmen, da bekommt ihr auch immer schön eine Vorschau, wie das aussehen wird. Hier könntet ihr auch sagen, transparenter Hintergrund macht jetzt bei mir nicht viel Sinn, weil ich einen Hintergrund gezeichnet habe. Aber wenn ich jetzt hier den Hintergrund ausblende und die Sträucher ausblende, dann nochmal sage, exportieren. Jetzt im Moment hat es einen weißen Hintergrund und ich kann den Hintergrund wegnehmen. Und dann habt ihr diesen Ball und den könnt ihr dann irgendwo drauflegen als PNG oder als animiertes PNG, muss ich sagen. Und das war auch schon alles, was ich euch heute zeigen wollte. Hier dieses Beispiel mit dem Ball oder aber eben auch dieses Beispiel, was ganz simpel gemacht ist. Und ja, das waren wirklich einfach 2 Beispiele, um euch das einfach mal zu zeigen, wie der Animationsassistent funktioniert. Und ich werde dann in den nächsten Videos noch ein paar Beispiele euch zeigen, wie ihr ganz coole Sachen damit erstellen könnt. Aber für heute war's das.
Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn dem so ist, dann gebt mir doch bitte ein kleines Like hier unten. Das iPad und die App, die ich verwendet habe, die werde ich euch natürlich unten in die Links reinstellen. Und ich hoffe, wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos wieder. Bis bald! Everyone wants to be swept